Last call for inside flight levels. Please put on your headphones. The episode is about to start. Herzlich willkommen bei Inside Flight Levels. Hier geht es um effektive Unternehmenssteuerung und wie du mit Flight Levels echte Wirkung erzielst in deiner Organisation. Mein Name ist Klaus Leopold, ich bin der Erfinder von Flight Levels und wer ist der Kollege neben mir? Der Kollege neben dir ist der Markus Brandl und zwar der Co-Founder von Flight Levels. Sehr schön. Du hast eine Idee, was wir heute besprechen sollen. Stimmt das Gerücht? Absolut. Und zwar, wir machen immer recht viel Flight Levels und viele machen recht viel Flight Levels, aber die Frage, die ich mir eigentlich immer so ein bisschen stelle oder die immer wieder kommt, ist, warum gibt es eigentlich Flight Levels? Und das ist etwas, lieber Klaus, da frage ich mich eigentlich schon seit Jahren, wie bist du auf die ganze Sache gekommen? Also es wirkt so natürlich, es ist etwas, wo ich sage, in Organisation fühlt sich's an, als wäre es schon immer da gewesen. Und das ist mir ein großes Mysterium, wie du eigentlich die ganze Sache entdeckt hast. Und ja, das würde mich interessieren. Wie kam es dazu? Ja. Wie kam es dazu? In der Nacht ist mir die Wurzel aus 12 erschienen und dann habe ich mir gedacht, Flight Levels, nein. Wie ist es dazu gekommen? Es ist dazu gekommen, also Flight Levels kommt aus der Praxis. Das ist nichts, was erfunden wurde, ne? Also nicht im Schlaf erfunden worden oder so, sondern ja, ich war im Einsatz bei Kunden als Berater. Ich komme so aus der Kanban-Welt, ja, Kanban-Welt. Ja, habe recht viel Kanban gemacht und da war eben häufig das Thema, ja, mach diese Teams agil, mach mit den Teams Kanban und so weiter. Und da war echt ein Erlebnis, wo dann das Thema Flight Levels aufgekommen ist. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, das war wirklich ein Unternehmen, fetter Auftrag, es waren circa 340 Teams. Und da war wirklich die Aussage, diese 340 Teams führt bei denen Kanban ein. Wir haben schon mal den Porsche-Katalog so ein bisschen durchgeblättert, ne, und haben wir gedacht, okay, welche Farbe darf der neue Porsche haben? Es ist ja doch recht ein fetter Auftrag, ne? Und haben wir dann aber gedacht, okay, Leute, das kann es nicht sein. Wenn wir das jetzt wirklich machen, dann machen wir wahrscheinlich so die größte Suboptimierung, die die Menschheit jemals gesehen hat, ja? Und ich habe dann halt versucht, so Bilder zu finden und habe gesagt, naja, wir können das jetzt nicht auf der Teamebene lösen, ja? Damit wir wirklich effektiv etwas weiterbringen bei diesen 340 Teams, müssen wir irgendwie höher fliegen. Es ist nicht so wichtig, dass die Teams jetzt mit Kanban oder was auch immer super schnell arbeiten, sondern wir müssen sicherstellen, dass das richtige Team zur richtigen Zeit an der richtigen Sache arbeitet. Und das ist eigentlich so die Wurzel quasi aus 12, nein, die Wurzel der Flight Levels, ja, wo das erste Mal quasi sowas wie ein Flight Level 1 und ein Flight Level 2 existiert hat, also das höher fliegen. Das war das Bild. Ja, und von dem ist das dann losgegangen quasi. Da hast jetzt ein paar schöne Sachen gesagt und zwar, es kommt aus der Praxis. Also ich finde auch, wenn man es dann tut, fühlt es sich so an, als kommt es aus der Praxis. Aber wenn du jetzt so die Story erzählst, dann ist eine der ersten Fragen, die ich mir stelle, warum hast du nicht auf was Bestehendes gesetzt? Also man hätte jetzt auch sagen können, wir ziehen den Katalog raus, und zwar nicht den Porsche-Katalog, sondern welche Frameworks gibt es in der Schublade? Also Ja. man hätte, keine Ahnung, ein Safe einsetzen können und das ist schon etwas, wo ich mich auch frage, wie bist du darauf gekommen zu sagen, jetzt fängt man an, das Ganze gemeinsam mit den Menschen zu gestalten. Also er war eigentlich sehr gegenläufig zu dem, was man eigentlich, sag ich mal, erstmal vielleicht natürlich tun würde. Ja, natürlich, was für mich nicht natürlich ist. Also Mhm. jetzt mag ich da nicht im Fall Psycho Striptease machen, ja, aber ich glaube, ich bin schon so gestrickt, dass ich, wenn ich etwas tue, dass ich das voll inhaltlich verstehen muss. Und damals, also wir reden jetzt von vor 15 Jahren irgendwas, das war Anfang der 2010er Jahre, ja, 2010, 2009, irgendwas in der Größenordnung, 2011. Ähm, Da war Scrum zum Beispiel auch sehr, sehr weit verbreitet. Ne? Und natürlich haben ganz, ganz viele ja, Scrum gemacht und nach Scrum gefragt. Und Scrum war halt so sehr restriktives Framework, eine restriktive Methode, wo halt drin gestanden ist, du musst diesen Scrum Master haben und dann brauchst du einen Product Owner und dann musst du Sprints machen und so weiter. Und ich habe mir immer gedacht, naja, aber was ist, wenn jetzt ein Kontext sagt, ja, aber das funktioniert bei uns nicht?
Und wenn der noch gute Argumente dafür hat, die ich auch verstehe, ja, also ja, wir sind halt in einer Umgebung, wo wir Tickets abarbeiten, Supportfälle und die halten sich nicht an unsere Sprintgrenzen und so weiter. Mhm. Ne? Und ich dachte, ja, und also ich war quasi zu feige, ja, unter Anführungszeichen, Mhm. irgend so eine Methode, irgendwas zu machen, weil ich mir gedacht habe, okay, ich kann ja nicht irgendwas in eine Organisation reinpressen oder reindrücken quasi. Und da gibt's aber super coole Argumente, warum das nicht so gut ist. Schön sprechen. Mhm. Und ja, und deswegen war eben der Ansatz immer da, dass ich sage, okay, es muss mit den Leuten passieren. Also ich weiß leider nicht, wie alle Mhm. Unternehmen auf diesem Planeten am besten arbeiten. Ich habe vieles gelesen, ich habe vieles ausprobiert, ich habe vieles gemacht, ja, und gemeinsam mit dem jeweiligen Kontext, wenn man das zusammenlegt, dann kommt definitiv für den Kontext das Beste raus. Ja, also eben, Mhm. daher kommt das. Das ist auch noch spannend, weil ich kann mir jetzt vorstellen, gerade, sage ich mal, wo es noch nicht so etabliert war, also am Anfang zum Beispiel, kann ich mir vorstellen, dass wenn ich da in so einem Kontext oder im Unternehmen war, dass es eigentlich für mich dann auch erstmal als, Teilnehmerin sozusagen wie ein Risiko klingt. Also, da kommt Mhm. der Herr Leopold und sagt: ja, da gibt's noch nix. Wir finden jetzt mal raus, wie das bei euch funktioniert.“ Also, warum glaubst du denn, waren die Leute eigentlich bereit, auch das dann so zu tun? Also ich glaube, das war auch da, es kommt wahrscheinlich auch daher, ich habe ja eine kleine Boutique Consulting Company gehabt, die Leanability. Ja? Also wir haben ja nicht 30 Consultants oder irgendwas auf der Bank sitzen gehabt, wo wir halt schauen müssen, dass die irgendwas tun. Ja, und deswegen waren die Jobs, die wir bekommen haben, quasi eher solche, die schon, also Unternehmen, die schon irgendwie schlechte Erfahrungen hatten, ne? Die halt schon irgendwie Scrum eingeführt haben oder die halt schon irgendwie eine Safe-Transformation gemacht haben und dann irgendwo draufgekommen sind, alter Verwalter, das ist ja alles viel zu kompliziert und viel zu komplex und das funktioniert bei uns so nicht, ja. Das heißt, es waren schon am Anfang so gestrandete quasi Initiativen und da ist das ja eher wieder sehr, sehr gut aufgenommen worden. Also da war jetzt nicht die Angst da, naja, das heißt ja nichts oder so, diese Methode, sondern da war eher das Versprechen da gibt's einen Menschen, der einiges schon gemacht hat und der uns nicht ignoriert, sondern der quasi auf das aufbaut, was bei uns da ist und mit uns einen gemeinsamen Weg findet. Also es war definitiv nicht so sehr Angst. Mhm. Jetzt hast du gesagt, dass die Unternehmer, meistens schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Also das Thema ist ja, warum gibt es eigentlich Flight Levels? Würdest du sagen, dass das auch ein Grund ist, warum es Flight Levels gibt? Wie gesagt, wir reden jetzt, wenn wir so von den Anfängen der Flight Levels reden, dann reden wir von Jahr 2010, 11, 12, irgendwas in der Größenordnung. Also ich glaube 2011 habe ich das erste Mal genau diesen Begriff Flight Levels in dem Kontext da verwendet. Ja, was war jetzt nochmal deine Frage? Die Frage war, dass es ein Grund sein könnte, warum es Flight Levels gibt, dass Unternehmen bereits schlechte Erfahrungen gemacht haben. Also, dass sie Genau. Erfahrungen, sage ich mal, mit, Blueprints gemacht haben, mit Frameworks, wo die eigentlich nicht zu ihnen gepasst haben. Und dein Ansatz ist ja zu Yes. sagen, man macht's mit den Menschen und nicht, für die Menschen. Genau, also was nicht zu Ihnen gepasst hat und deswegen habe ich so ausgeholt, um die zeitliche Perspektive noch einmal einzuordnen, ja. Damals gab es ja noch nicht so riesige Skalierungsframeworks und so weiter, sondern da war halt relativ viel auch auf der Teamebene verortet und es waren genau die zwei Probleme. Zum einen, dass die meisten Ansätze oder ja, die meisten Versprechen, was irgendwelche Mhm, Beratungsunternehmen abgeben haben. Die Lösung ist, dass du halt auf die Teams besser machen musst und dann wird alles besser. Was natürlich cool ist für die Consulting-Bude, weil damit kannst du relativ viel Billable Hours schreiben. Aber eben genau das Thema hast du eben, dass du mit dieser lokalen Optimierung nirgends hinkommst. Ja? Das ist ja genau das schöne Bild von einem Keyboard, was wir hin und wieder so bringen. mhm, Ja? Wenn jedes Team quasi eine Taste auf meinem Keyboard bedient, ja, dann ist es wurscht, wie schnell quasi ich es schaffe, eine Taste zu drücken. Es ist wichtig, dass ich die richtige Taste zur richtigen Zeit treffe. Das heißt, wir müssen höher fliegen. Das heißt, diese Enttäuschung der Teammethoden, dass die nicht funktionieren, die war definitiv sehr, sehr groß und zusätzlich gepaart mit dem, dass halt jede Methode, die man irgendwo so in eine Organisation reingedrückt hat, halt genau gewusst hat,
wie es richtig geht. Und die Mhm. Company hat halt das genauso machen müssen. Und ich glaube, die Kombination aus diesen beiden Sachen, ja, hat dazu geführt, dass es relativ schnell auch Anklang gefunden hat. Mhm. Wenn ich da zeitlich so ein bisschen zurückschaue, also ich meine, so lange wie du bin ich natürlich nicht im Flight Levels Land. Ja, Das geht aber gar nicht, aber schon relativ lang. schon relativ lang. Ähm, Dann stelle ich mir so ein bisschen die Frage oder nicht die Frage, was mir da auffällt, ist, es hat sich eigentlich nicht viel verändert. Also auch von der Grundhaltung her. Also das scheint ja auch was von Anfang an irgendwie recht klar war bei dir, zu sagen, es geht um das ganze Thema Fähigkeiten. Also wirklich zu sagen, für Unternehmen, gemeinsam mit Unternehmen Fähigkeiten aufzubauen, dass sie ihre, sag ich mal, schwierigen Themen ja, irgendwie um die Ecke kriegen. Und daraus ergibt sich auch so ein bisschen das ganze Thema, was du vorher gesagt hast, dass man eben nicht auf diese Dauer-Consulting-Betreuung setzt. Also das ist ja auch was eigentlich sehr gegenläufig ist, sage ich mal, als Consulting-Anbieter zu sagen, es ist ja eigentlich mein Job, dass ich Unternehmen unterstütze. Und eigentlich möchte ich sicherstellen, sozusagen, dass Unternehmen auch meine Unterstützung in Anspruch nehmen. Und das ist was mir jetzt in unserem Gespräch auffällt, dass diese Grundhaltung eigentlich seitdem es Flight Levels gibt, Bestand Mhm. hat. Und aus meiner Sicht ist das auch ein großer Mehrwert des Ganzen. Noch eine Frage. Ich meine, man hätte sich jetzt circa 100 andere Namen überlegen können. Ähm, also es hätte auch, weiß ich nicht, Scaled Kanban Framework heißen können. Yeah. Zum Beispiel, wie kam es denn zu Flight Levels? Ja, es war wirklich irgendwie die Suche nach Bildern und mir hat das Höherfliegen relativ gut gefallen. Mhm, Also ich habe so zu Studienzeiten und so bin ich schon immer Flugsimulator geflogen, also so richtige Flugsimulatoren. Und das war damals auch diese Zeit, wo ich echt viel gereist bin. Das heißt, es war immer, das Fliegen war immer ein Thema. Es war so zentral in meiner ja, im Leben. Ne? Wenn du halt, was weiß nicht, jede Woche irgendwie 3 Flüge irgendwo hin hast oder so, dann ja, ist es da. Und das Bild finde ich eben auch von dem her relativ schön, weil die verschiedenen Flughöhen, also wie hoch ein Flieger fliegt, ja mal überhaupt keine qualitative Aussage hat. Ja? Und ähnlich sehe ich das bei den Flight Levels. Also qualitative Aussage meine ich damit, es ist nicht besser, wenn man höher fliegt oder wenn man niedriger fliegt. Ja? Wenn ich höher fliege, dann sehe ich einen wesentlich größeren Ausschnitt der Welt. Ja? Ich komme auch schneller voran. Ja? Und wenn ich niedriger fliege, dann ist mein Ausschnitt wesentlich kleiner. Ich sehe ganz, ganz viele Details und das Ganze geht etwas langsamer natürlich vor sich. Aber eben, es ist die Frage, was ich will. Will ich schnell irgendwo hin, dann muss ich hochfliegen quasi. Will ich aber Details sehen, dann muss ich niedriger fliegen. Und also mhm, diese Metapher ist an und für sich losgelöst von einer qualitativen Aussage. Ne? Es ist nicht die Nummer eins, erster, zweiter, dritter oder irgendwas in die Richtung. Das ist eigentlich je nachdem, was man will. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen bei diesem Bild. Ja, mhm. genau, aber daher kommt's. Dieses Bild, was wir heute kennen, also die 3 Flight Levels und die Flight Level Systemarchitektur, da würde mich jetzt auch noch ein bisschen interessieren, wie sich das eigentlich dann auch entwickelt hat. Also da Mhm. behaupte ich, das ist dir bestimmt nicht alles über Nacht eingefallen, Ja. sondern vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen. Also so, was war zuerst da? So, wir erzeugen die Welt. So Herzeugende Welt, an ja. Tag eins. Wo stehen wir? Na, wenn wir wieder retour gehen, also es hat ja am Anfang Flight Level 1 und Flight Level 2 gegeben. Also da hat's ja nicht mehr gegeben. Weise ist als nächstes nicht Flight Level 3 dazugekommen. Also Flight Mhm, Level 3, ja, da gibt's noch irgendwas mit Strategie. Also Flight Level 3 ist ja das strategische Thema, aber das ist nicht das, was als nächstes beleuchtet wurde. Also eben, ich habe diese beiden Flight Level 1 und Flight Level 2 gehabt und die nächste Frage war dann natürlich nicht, okay, wie baut man jetzt so ein Flight Level 2 oder wie führt man das in der Organisation ein, sondern irgendwann war die Frage zu beantworten, naja, wenn es jetzt sowas wie Flight Level 1 und Flight Level 2 gibt, Flight Level 1 können wir relativ schnell identifizieren, das sind unsere Teams, aber was sind unsere Flight Level 2? Und das war eigentlich, also nach Flight Level 1 und Flight Level 2 ist die Flight Level Systemarchitektur gekommen. Das hat damals natürlich noch nicht Flight Level Systemarchitektur geheißen, ja, sondern es war einfach die Frage, okay, was sind unsere Flight Level 2 Systeme? Es war so auf das runtergeschnitten, weil was ich immer wieder gesehen habe, Leute sind dann hergegangen und haben dieses Bild Flight Level 1 und Flight Level 2 verstanden. Also Flight Level 1 ist das Team, Flight Level 2 ist dann die Abteilung. Ja, also dann hat halt die QA-Abteilung oder irgendwas in die Richtung ein Flight Level 2 gebaut. Aber es ist eben genau nicht die Pointe, sondern wir wollen ja über die Wertschöpfung, also
entlang unserer Wertschöpfung das Flight Level 2 definieren. Und so ist eben dann quasi eigentlich die Flight Level Systemarchitektur entstanden, eigentlich die Work Systems Topologie, wie wir heute dazu sagen, ja, ohne dass das Ding vorher so geheißen hat, aber es war einfach echt die Frage, was sind unsere Flight Level 2 Systeme? Und die erste Work Systems Topologie war wirklich auf einem, so abgedroschen es klingt, aber auf einer Serviette. Ja, war am Abend noch was essen und Bier trinken mit einem Kunden, wo wir eben ja darüber geredet haben, dass wir da irgendwas mit Flight Levels machen. Und dann war eben die Frage, okay, was sind unsere Flight Level 2? Und wir haben wirklich auf Servietten quasi versucht, das irgendwie zu skizzieren. Also von daher, ja genau, daher kommt's. Also auch wieder aus der Praxis quasi. Also alles im ganzen Flight Levels Land beantwortet irgendeine Frage. Mir kommt immer vor, es hat irgendwo eine Frage gegeben, eine reale Frage, die sich Unternehmen einfach stellen. Ich habe dann versucht, Antworten zu finden, und wenn ich merke, okay, wow, die Frage kommt häufig und die Antwort kommt auch häufiger, dann ist es quasi irgendwie so implizit Teil von Flight Levels geworden. Da ist ja kein Mhm. großer Plan dahinter, ja, Mhm. sondern es ist einfach eben so aus der Realität raus gewachsen. Mhm. Das finde ich sehr spannend, weil ich kann mir vorstellen, also oder nicht vorstellen, also wenn ich mich selbst so anschaue oder beobachte, dann tendiert man immer dazu zu sagen, okay, man pflückt sich halt aus verschiedenen Baustellen irgendwas zusammen. Also es ist, sage ich mal, textuell ist wahrscheinlich alles beschrieben, wie man Organisation betreiben kann. Das heißt, was man eigentlich machen könnte, ist, man baut einen fetten Baukasten. Was ich auch von dir höre, ist, dass du eigentlich immer ein bisschen, oder nicht ein bisschen, ich glaube, das ist eine große Fähigkeit, zu sagen, du hast dieser Gravitation widerstanden und der Kontext war immer relevant. Das heißt also, die praktische Anwendung sozusagen hat das geschlagen, was eigentlich wissensseitig beschrieben ist. Also, ähm, ja, ich glaube, das ist keine einfache Sache, denn man könnte immer wieder sagen, ich ziehe mir das Thema ran, ich ziehe mir das Thema ran und jetzt machen wir es so. Aber irgendwie scheint es ja, dass du sehr viel Empathie für den Unternehmenskontext aufgebracht hast. Also woraus sich auch die Flight Levels entwickelt haben, zu sagen, das ist das, was bei euch wirklich relevant ist. Ja, ja eben. Also das eine ist vielleicht, vielleicht ist es sowas wie wirklich Empathie, aber es ist auch die andere Seite da, dass ich mir immer gedacht habe, irgend so eine Methode, Modell oder irgendwas, das ist nie vollständig und das braucht immer Kontext. Und ich kann jetzt irgendeine Methode hernehmen, wie Scrum oder Safe oder ich habe keine Ahnung was, ja. Und wenn der Kontext genauso ist, wie die Methode es vorschlägt, dann kann ich ja die Methode einführen. Ich sehe nur da draußen, wenn ich so von Unternehmen zu Unternehmen stiefel, leider kein Unternehmen oder sehr, sehr wenige Unternehmen, wo man wirklich ein Framework einfach 1:1 draufstecken kann, weil ihm jedes Unternehmen anders dreht, weil jedes Unternehmen irgendwo andere Fähigkeiten hat, ja, kulturell, ja. Manche Unternehmen bestehen seit 200 Jahren, andere Unternehmen sind irgendwo ein Start-up oder so. Es sind so viele Parameter, wo man immer wieder sagt: „Okay, das kann ja gar nicht funktionieren." Und deswegen, man kann sich ja von all diesen Ideen beeinflussen lassen und wie heißt's, inspirieren lassen quasi. Aber irgendwas 1:1 umzusetzen, das ist einfach eine kontextsensitive Aufgabe. Also ich glaube gar nicht, dass das so viel Empathie ist, sondern das ist gesunder Menschenverstand, Hausverstand, wie man in Österreich sagt. Das wird nicht funktionieren, dass du irgendeine Methode einfach irgendwo reinschraubst und sagst, ach ja, und jetzt, ole, ole, jetzt wird Mhm. alles besser. Ich meine, das ist ja wishful thinking. Absolut, aber ich würde sagen, das ist auch 99,9% der Realität. Also es gibt ein Glücksversprechen und daran glauben wir, bis es nicht mehr funktioniert. Ja, also ist auch wieder die Frage, von, von welchen Unternehmen das Mhm. 99, also von was die Masse der 99,9% Unternehmen ist. Die Unternehmen, die echt performen, die machen Mhm. sowas nicht. Mhm. Ja, wenn du aber irgendwie, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu, zu Ja. polarisieren. Aber ich glaube, wenn du ein Low-Performer bist, wenn du wirklich schon 1000 Sachen ausprobiert hast und nichts funktioniert, dann nimmst halt den nächsten Anker und schraubst das rein und dann funktioniert's. Und dann gibt's ja auch gute Verkäufer, die das verkaufen Mhm. und passt. Sobald du unter Anführungszeichen ein erwachsenes Management hast, sobald Mhm. du Menschen hast, die Zusammenhänge verstehen, die nicht nur Meister der Business-Administration sind, sondern die wirklich verstehen, was es bedeutet, ein Unternehmen zu bewegen, da glaube ich eher, dass 99,9%
nicht auf fertige Frameworks Mhm. zurückgreifen. Und ich glaube, das ist eigentlich der Punkt, wo effektive Unternehmensführung hin muss. Wir müssen denen das Mhm. austreiben quasi, Ja. weil das wird nicht funktionieren. Also tust halt die nächste Sau durchs Dorf durchtreiben, passt schon, Mhm. ja. Mhm. Und wird halt wieder nicht funktionieren, Überraschung. Außer du triffst zufälligerweise genau so eine Methode, die 1:1 auf deinen Kontext passt. Dann Mhm. viel Erfolg. Na, wird's gehen. Das finde ich sehr spannend, weil das auch was ich beobachtet habe, dass ja, sage ich mal, wirklich diese High-Performance-Organisationen, dass die intern die Fähigkeiten aufbauen. Also das heißt, die lernen und wollen selber lernen und das für die auch ein Key-Asset zu verstehen, wie funktioniert eigentlich unsere Operations, also wie machen wir Dinge, wie bringen wir Strategien in die Umsetzung. Und das ist auch was ich immer wieder beobachte, dass die für sich entdeckt haben, das können wir gar nicht von außen machen. Also da kann niemand kommen, der uns eine Methode hinlegt oder einen Kasten und sagt, genau in die Richtung fahren wir das ganze Programm. Das heißt, wenn wir zur Ursprungsfrage zurückkommen, warum gibt es Flight Levels eigentlich, dann höre ich da jetzt auch noch so ein bisschen raus. Es gibt eigentlich Flight Levels, damit Unternehmen ihren eigenen Weg finden können, Unbedingt. wie sie genau diese Fähigkeiten in der Organisation aufbauen. Unbedingt. Und vor allem Mhm. den eigenen Weg finden, ja. Also Flight Level sagt dir nicht, so geht's richtig und wenn du das so machst, dann wird alles gut, ja. Und wenn du das nicht so machst, dann wirst du in der Flight Level Hölle braten oder was auch immer. Mhm. Sondern Flight Levels gibt dir eigentlich ein Toolset in die Hand, was du in deiner Company anwendest, dann findest du zuerst einmal raus, was überhaupt das Problem ist. Und wenn du das Problem verstehst, gibt's sehr viele Muster, Patterns, die man anwenden kann. Das ist das Toolset quasi, Mhm. wie man das dann im eigenen Kontext, im individuellen eigenen Kontext verbessert. Also Flight Levels ist nicht die Methode, die sagt, wie es richtig geht, sondern ist eigentlich ein Analyse-Tool gepaart mit mit der Erkenntnis, wie es in unserem Kontext am richtigsten funktioniert. Und dafür gibt es viele Muster und bewährte Ansätze, was Unternehmen schon häufig gemacht haben. Mhm. Ja. Was würdest du denn sagen, braucht ein Unternehmen, damit sage ich mal, mit dem Flight Levels Ansatz für sich Erfolge erzielen kann? Also was müssen die mitbringen? Es braucht einmal ein ganz klares Ziel, was man erreichen will. Also es klingt jetzt echt doof, aber Flight Levels zu machen, aus dem Grund, dass wir Flight Levels machen, das ist einigermaßen unsexy. Ja? Jetzt sind nicht mehr so die finanziell guten Zeiten, formulieren wir es einmal so, ja. Aber mir schon vorkommen vor ein paar Jahren, da musste einfach jede Organisation irgendwie einen agilen Clown oder irgendwas haben, wo es halt einfach einmal darum geht, ja, und wir machen auch agil, ja. Und dann sprühen wir halt irgendwo irgendwie ein paar so agile Methoden rein. Ich glaube, die Zeiten sind schon vorbei, aber damals hätte es den Leuten oder den Unternehmen auch gut getan, wenn du das zielgerichtet machst. Und deswegen bei Flight Levels geht's immer damit los, was wollen wir überhaupt erreichen? Ja? Und dass wir ein gemeinsames Verständnis haben über das, was wir erreichen wollen. Und dann sage ich die Pointe, dass wir genau dahin arbeiten, dass wir dieses Problem lösen. Das heißt, du Mhm. drehst nicht die komplette Organisation und änderst alles, was es irgendwo gibt in dieser Organisation, sondern du willst genau auf das hinarbeiten. Ja, also es braucht ein ganz klares Ziel und es braucht intern die Fähigkeiten, das auch zu tun. Weil wie du vorher schon gesagt hast, Markus, das ist der Klassiker. Wenn du so Externe da hast, die halt dann irgendwie das am Anfang oder die das irgendwie, wo du das outsourcest quasi, so in einer Mhm. Mechaniker-Mentalität, ja. Unser Unternehmen ist kaputt, jetzt rufe ich einen Mechaniker an, der kommt vorbei und der schraubt dann da irgendwas rein und dann geht der Mechaniker wieder. Ja, das funktioniert bei einer Wassertherme oder irgendwas. Bei einem Unternehmen ist halt so, wenn der Mechaniker wieder geht, dann ist halt wieder kaputt. Ja, und deswegen musst du intern diese Fähigkeiten aufbauen und das ist absolut essentiell. Das ist absolut essentiell. Du kannst natürlich am Anfang Starthilfe haben, weil es sind einige Sachen, die vielleicht neu sind und so weiter, ja. Da ist es cool, wenn du einen Sparringpartner hast, wo du Fragen stellen kannst. Du hast auch wahrscheinlich am Anfang so Unsicherheiten. Ist das jetzt unter Anführungszeichen richtig? Gibt es da nicht einen effektiveren Weg? Alles gut. Das braucht's, ja. Sparring-Partnerships und so weiter und eine initiale Begleitung, aber es muss wirklich der Wille im Unternehmen da sein, die Sachen selbst zu tun. Mhm. Ansonsten, ja, wird's schwer.
Das heißt, der Impuls aus dem Unternehmen, der kann auch, sage ich mal, also man denkt immer so klassisch an Change Management oder ich weiß nicht, also wir haben verschiedene Abteilungen für Organisationsentwicklung, aber was Hm. ich jetzt auch höre, ist, dass dieser Ansatz eigentlich so offen ist, dass der Impuls daher kommt, wo eigentlich die Probleme liegen. Das heißt, also in der Flight Levels Welt, ja, es gibt ein paar Röllchen, würde ich es mal nennen, aber die spielen, würde ich mal sagen, eine nachgelagerte Rolle, gerade daher, wo das ganze Thema kommen kann. Vielleicht kannst du Yes. da noch ein bisschen was zu sagen. Also wer hat denn dann den Hut eigentlich auf, wenn man Flight Levels tut? Wer hat den Hut auf? Ja, auch hier ist es nicht so, dass es den Flight Levels Wow Wow gibt quasi. Ähm, äh, ja, und das ist eine offizielle Wolle, ja, eine offizielle Rolle, die definiert ist. Auch da ist das alles ein bisschen situationselastischer, nämlich je nachdem, wie die Situation in der Company ist. Man wird diese Rollen in der Company finden. Ja, es ist wichtig, dass es jemanden gibt, der es vorantreibt. Im Idealfall sowas wie ein Flight Levels Professional, ne, wo man sagt, okay, das ist wirklich eine Person, die kennt sich einfach aus, ja, und die hat auch schon einiges gesehen. Ja, genau. Und die wird das Mandat quasi aufnehmen und das ja vorantreiben. Aber es ist jetzt nicht so, dass es offizielle Rollen oder irgendwas gibt, die da definiert sind quasi. Also im Mhm. Sinne von, es muss genau so ausschauen. Auch hier wieder situationselastisch. Das ist ein sehr spannender Punkt, weil jetzt könnte man meinen, okay, jetzt haben wir darüber gesprochen und jetzt gehe ich in mein Unternehmen und jetzt mache ich Flight Levels. Es ist alles glasklar, wir können direkt loslegen. Der Ansatz ist so offen, er wird immer passen, wir können sofort loslegen. Ähm, Da haben wir aber auch gesehen oder gelernt, ganz so ist es dann auch nicht. Yes, und da können wir jetzt gleich mal in ein Ping-Pong gehen. Ich lege mal Mhm. ein, zwei Sachen rein und dann sagst du drauf, was du gesehen hast, weil da hast du ja auch schon extrem viel Erfahrung, bitte. Also ja, das kann man tun. Und Flight Labs kommt das so locker flockig daher. Das Problem ist, man macht halt dann irgendwie ein paar so, ich sage mal, Kardinalsfehler, ja. Es ist vielleicht etwas, was wir hier mal irgendwie so in spätere Episoden uns besprechen Ja, können. Aber absolut. also wurscht, ein Klassiker fällt mir mal definitiv ein und das ist das Org-Chart. Flight Level Mhm. 1, 2, 3 kommt dir irgendwie so daher, ne? Die Teamebene, ist Flight Level 1, Flight Level 3 ist das Top-Management und Flight Level 2 ist das Mittelmanagement, ja? Und du mappst jetzt quasi dein Org-Chart auf die Flight Levels. Viel Spaß damit. Das wird null Effekt geben, also du wirst es nicht erzielen, Mhm. was du erreichen willst, weil die Pointe der Flight Levels ja eben ist, dass du die Ablauforganisation einfängst und nicht die Aufbauorganisation. Also das ist zum Beispiel so ein Klassiker. Was hast du noch gesehen diesbezüglich? Ein Klassiker, den ich immer wieder beobachte, ist, dass es dann doch, wie du schon vorgesagt hast, im Unternehmen zu wenig Flight Levels Know-how gibt. Mhm. Dass sich zu sehr, sage ich mal, auf die externe Perspektive verlassen wird. Aber wenn ich einen Idealpfad beschreiben könnte, würde ich sagen, während man beginnt, Flight Levels in der Organisation einzuführen, beginnt man auch sozusagen für sich diese Fähigkeiten umfassend aufzubauen. Und mit umfassend meine ich nicht, wir haben mal ein Buch gelesen oder ich habe mal einen Artikel über Flight Levels gelesen, sondern ich glaube genau, also Flight Levels ist für mich so ein bisschen wie Jazz, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Jetzt kann ich sagen, ich kann Jazz spielen, weil ich auf dem Klavier verschiedene Tasten drücke. Was Jazzmusiker aber machen, ist, sie üben so lange, bis sie es vergessen, was sie eigentlich spielen, denn es ist dann Muscle Memory und es kommt einfach. Und ich glaube, ähnlich ist es im Flight Levels Land. Das bedeutet, weil Flight Levels, und ich behaupte jetzt einfach mal, dass das in unserer oder Zusammenarbeit mit uns immer recht locker flockig ums Eck kommt, das ganze Thema. Aber ich glaube, es kommt so locker flockig ums Eck, weil es unser Muscle Memory ist. Weil wir es so oft gemacht haben, weil wir so viel gesehen haben. Und deswegen ist für mich, wenn man das ganze Thema im Unternehmen, sag ich mal, ernsthaft verankern möchte und auch wirklich den Mehrwert rausziehen, ja, das ganze Thema interne Fähigkeiten aufbauen. Und zwar ziemlich zügig. Denn die externen, die gehen. Und es ist aus meiner Sicht immer gut, dass sie gehen. Und zwar so schnell wie möglich. Aber wenn wir da zurückkommen über das, was wir vorher gesprochen haben, wenn wir sagen, das ist jetzt etwas, wo sich Unternehmen unterscheiden, über wie kriegen sie ihre Operations hin, wie operationalisieren sie Strategie, dann brauche ich das als Kernfähigkeit. Das kann ich nicht outsourcen wie Softwareentwicklung. Yes. Ebenso großer Fehler aus meiner Sicht. Also alles, was für mein Unternehmen im Kern relevant ist, brauche ich selber als Fähigkeit. Und das ist was, ich habe jetzt ziemlich ausgeholt, aber das ist was ich immer wieder sehe, wo ich sagen würde, fangt sofort an. Nicht mal später gucken und nicht hoffen, sondern nehmt es sofort oder ziemlich zügig selbst in die Hand. Absolut. Eben, und ich glaube, so ein bisschen, mh,
Problem mag ich nicht sagen, aber so ein verstecktes Thema bei Flight Levels ist, das kommt dem an und für sich locker flockig daher. Ne? Also du hast 3 Flugebenen und aus denen musst 5 Aktivitäten ausführen. Also wo ist da jetzt das große Problem? Ja? Aber du kannst halt alles versimplifizieren. Ne? Also ich meine Tennis zum Beispiel. Wo ist da das große Problem? Da gibt's ein Netz, da muss die Wuchtel drüber spielen und der muss halt irgendwo in einem Kastel drin sein. Und zwar Menschen spielen halt so lange hin und her, bis einer gewonnen hat. Ja, ähm, ja, vielleicht muss man doch an so Sachen trainieren, damit man dann ein guter Tennisspieler wird. Und ich glaube, das gleiche Problem hast du in Flight Levels. Obwohl es leicht zugänglich ist, braucht ein gewisses Wissen, damit man keinen Schaß macht, wenn man auf Österreichisch sagen, ja. Also damit das richtig anwendest. Das Gute ist aber, und das ist das, was ich so richtig cool finde, du brauchst jetzt nicht unendlich viel Aufwand am Anfang, damit du loslegen kannst. Das Coole ist, das passiert alles im Gehen. Das heißt, du schaust da nicht, keine Ahnung, 3 Wochen lang an, wie man wohl am besten schwimmt, ja, bevor du das erste Mal das Wasser siehst, sondern du bist im Wasser, ja, und im Wasser äh, versuchen wir besser schwimmen zu lernen, wenn die Metapher funktioniert. Ja. Weißt du, was ich sagen will? Ja? Also ich will damit Mhm. sagen, du brauchst nicht Frontloading unendlich viel Ja. aufschlauen und einen Universitätslehrgang, damit's losgehen kann, sondern es geht jetzt los. Du arbeitest ja jetzt schon. Also das Unternehmen, das tut ja schon was. Und genau da setzen wir an. Schrittweise etablieren wir die Sachen von Flight Levels in unser Tun und werden dadurch quasi immer besser. Das heißt, sehr, sehr schnelle Erfolge, sofortiger Start, ja, obwohl das Thema nicht ganz klein ist. Das ist auch sehr spannend, denn auch immer wieder gesehen in der Praxis die Transformationsolympiaden, die geplant werden. Also Mhm. Unternehmen planen gern ihre Teilnahme an den Transformations-Olympiaspielen, weiß ich nicht, 2000X, geübt wird aber auf Bundesjugendspielniveau oder Mhm. getan. Und das Verrückte ist ja jetzt eigentlich, also was ich immer wieder beobachte, ist, dass so ein Vorgehen eigentlich eine vermeintlich große Sicherheit gibt. Weil es ist ja, auf dem Plan ist ja sozusagen alles klar, was wir eigentlich tun müssen. Wir müssen es nur noch ausführen. Jetzt kommt, Thema ist ja, warum gibt es eigentlich Flight Levels? Jetzt kommt der Flight Levels Ansatz daher und sagt, ist vielleicht gar nicht so, sondern wie wäre es denn, wenn wir sozusagen gemeinsam starten oder loslegen, gemeinsam ins Üben kommen, gemeinsam Fähigkeiten aufbauen und daraus erkennen wir, was es eigentlich ist, was es tatsächlich braucht. So Yes. dazu ein bisschen was zu sagen. Ja, wir sind genau bei den alten Spruch, in der Theorie sind Theorie und Praxis das Gleiche, in der Praxis nicht, ja. Also ich kann mir theoretisch den geilsten Plan überlegen, wie es wohl funktioniert. Ja, ich muss halt relativ zügig anfangen. Also ich liebe Pläne, ja, ich liebe sie. Aber nur so lange, bis ich sie ändern darf. Ja, weil ein Plan gibt mir mal so initial irgendwie eine Idee, wie es sein kann. Der muss nicht ganz lang sein, das ist ein kurzer, knackiger Plan. Ja, und dann muss ich die Erfahrung machen und dann den Plan ändern. Also ich kann mich monatelang irgendwo in ein Kämmerlein einsperren und mir die geilste Arbeitsweise ausdenken auf diesem Planeten. Die ist halt nur genau so lang geil, bis die Realität sagt, was nicht passt. Und deswegen so schnell wie möglich in die Realität und alles in der Realität mit der Realität konfrontieren, weil das ist es, wo die wirklichen Learnings stattfinden. Das ist es, wo jedes blöde Papier, was man irgendwo schreibt, ein Konzept überprüft wird. Nicht durch irgendeine Meetings und durch Reviews und durch irgendwas. Die Realität ist der beste Validator von dem, was man tut. Und deshalb in einem Safe-to-Fail-Umgebung, die man eben mit dem Flight Levels Netz sich aufspannt. Bedeutet aber auch, wenn ich das so höre, das hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun, aber auch mit Verantwortung. Also es bedeutet, wenn es dann nicht funktioniert, kann ich nicht sagen, der Plan ist schuld. So, also das bedeutet auch, ich habe ja vorher gefragt, was braucht eigentlich ein Unternehmen, dass man sich Richtung Flight Levels bewegen Mhm. kann. Das heißt auch das ganze Thema Verantwortung, also auch für die Sache zu übernehmen, ist ein Absolut, wichtiger Punkt, ja. absolut. Tja. Ich habe noch einen Punkt, Klaus, und zwar den hast du mal so zwischendurch erwähnt, der kommt mir aber immer wieder in den Kopf. Und zwar, wenn wir jetzt mal so ein bisschen gucken, in die Welt, sage ich mal, der weiß nicht, Ablaufkoordination. Es geht immer um Wachstum, es geht immer um Skalierung, also alles schneller, besser, breiter, höher. Was mir aber so ein bisschen auffällt, ist im Flight Levels Ansatz, dass ich das Gefühl habe, dass der eher auf Dynamik ausgelegt ist, als wie auf massive Skalierung.
Mhm. Denn, also ich meine jetzt gerade, Jahr 2025 sind spannende Zeiten. Wir haben viel mit Flattening Layoffs zu tun. Das heißt, Unternehmen verändern sich in der Struktur, also Strukturen werden ganz stark verändert. Und das ist ja eigentlich auch ziemlich gegenläufig, sag ich mal. Also wenn wir 5 Jahre zurückdenken oder 10 Jahre, sag ich mal, zu diesen Hyperskalierungswünschen, wo man sagt, wir können, weiß ich nicht, von 100 auf 200 auf 300, 600 wachsen. Und unsere Veränderungsansätze müssen auch da mitgehen. Ja. Ja, du triffst jetzt so etwas, was mir immer so schmerzt. Also, wenn Flight Levels immer so als dieses, Skalierungsframework oder irgendwas, hingestellt wird, da dreht's mir immer die Fußnägeln hoch. Das ist es nämlich in keinster Weise. Wie hast du vorher gesagt? Das habe ich recht cool gefunden. Irgendwas dynamisch. Genau, also für mich ist Flight Levels eher dynamisch als wie ein Ja, Skalierungsframework. Also genau. eher ein dynamischer Ansatz. Also Yes, und das dynamisch. Situationselastik hast du es vorgenannt. Genau, aber Ja, dynamisch, finde ich dahingehend relativ cool, weil es eben in beide Richtungen skaliert. Du kannst quasi skalieren und du kannst auch, deeskalieren, falls das, der richtige deutsche Begriff dafür ist. Descaling Also, im Kalken, ja. der Punkt ja genau, der Punkt ist einfach die Situation, also, es ist ja simpel unterm Strich. Wir sind in einer gewissen Situation, ja? Wir wollen, dass sich die Situation irgendwie verändert oder wir müssen etwas tun, weil sich die Situation verändert hat, ja? Wir werden mehr Leute, was auch immer, ja, passt. Wenn das mein Problem ist, kann ich Flight Labs dafür verwenden. Was bedeutet das, wenn jetzt da plötzlich mehr Leute kommen, was auch immer? Das hat Auswirkungen auf unser Zusammenarbeitsmodell. Was kann ich tun, damit wir weiterhin am Markt bestehen? Umgekehrt aber das Gleiche. Wir haben jetzt viele Leute, plötzlich, ja, kommen da irgendwelche Zölle oder was auch immer um die Ecke. Wir müssen fundamental umdenken. Ein Markt bricht uns weg. Ich habe keine Ahnung. Und jetzt müssen wir Leute gehen lassen. Der Punkt ist, du hast trotzdem wieder ein Problem, unter Anführungszeichen, für deine Arbeitsweise, weil wenn du vorher 1000 Menschen hast und dann hast du nur noch 600 Menschen, naja, wird wohl nicht gleich weitergehen wie davor. Also original das Gleiche wieder. Von der Idee her nimmst du Flight Levels, wie du sagst, okay, und wie passe ich das an diese Situation an? Also du hast immer, deswegen gefällt mir dynamisch relativ gut, das sollten wir irgendwie einbauen, Markus. Bist ein Held. Okay. Na, aber das ist es ganz genau. Es passt, oder du verwendest es, um es an deine Situation Mhm. anzupassen. Wurscht, in welche Richtung es geht. Ob das mehr wird, weniger wird und vielleicht bleiben wir gleich, aber wir wollen schneller werden oder wir wollen die Strategie in die Umsetzung bringen. Es gibt ja verschiedenste Wünsche, die ich Mhm. quasi als Organisation haben will. Ich würde sagen, so auch da wieder, wahrscheinlich vor 2 bis 8 Jahren konnten sich Organisationen im Skalierungsraum das noch leisten, zu sagen, wir prokrastinieren massiv mit Beschäftigungstätigkeiten im Land der Transformation. Also wenn es nicht klappt oder es konnte gar nicht klappen, weil es eh unendlich geht. Und irgendwann kam der Tag, da war dann die Transformation abgeschlossen oder nicht. Ähm, Das ist ja was, würde ich sagen, was auch in der Flight Levels Welt oder was eigentlich heute für Unternehmen etwas ist. Man kann sich nämlich nicht mehr leisten, würde ich sagen, zu sagen, sich mit so viel Ablenkungsbeschäftigung oder sage ich mal Nebentätigkeiten zu beschäftigen. Also deswegen habe ich auch immer den Eindruck, dass jetzt gerade eigentlich Flight Levels für Unternehmen super relevant wären. Denn was sieht man? Es gibt Layoffs, man muss sich verändern oder drehen. Und wie du sagst, die Problematik ist ja immer noch die gleiche. Also wie betreibe ich, was ist meine Arbeitsweise, wie läuft das Ganze? Und die Handlung, die ich da beobachte, ist, man fängt wieder an und dreht an der Aufbauorganisation. So, das heißt, man streicht 6 Kästen hinten raus, 5 Kästen oben und hofft oder wünscht sozusagen sich, dass das ganze Thema funktioniert. Und also versucht es mal ein bisschen eine Frage rüber zu biegen. Meine Beobachtung ist, dass ich so viel wie ich möchte an der Aufbauorganisation rumdrehen kann. Ähm, Ich brauche aber genauso, und auch das ist ja was, warum gibt's Flight Levels? Der günstigste Weg eigentlich, wie ich erstmal verstehen kann, wie ich meine Arbeitsweise aufsetze, ist ja nicht das Organigramm zu verändern, sondern sich die Frage zu stellen, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten? Ja. Ja, okay. Weil du hast alles, also ich kann jetzt nur das Gleiche noch einmal wiederholen, aber das ist ganz genau die Pointe Mhm. von Flight Levels. Absolut. Bedeutet ja auch im Umkehrschluss, bevor ich eigentlich mit dem Org-Design starte, sollte ich wahrscheinlich erstmal mit meinem Flight-Level-Design, also mit meinen Ablaufstrukturen starten. Genau. Und ja, es werden wahrscheinlich
viele wieder sagen, nein, aber man muss zuerst die Aufbauorganisation ändern und so. Wir sagen ja nicht, du sollst die Aufbauorganisation nicht ändern. Wir sagen, mach eine Flight-Level-Systemarchitektur. Ja, jetzt sind wir halt echt tief im Thema drinnen. Mach eine Flight-Level-Systemarchitektur. Bau dir verschiedene Topologien deiner Ablauforganisation. Und wenn du dann diese Topologien am Papier unter Anführungszeichen vergleichst und merkst, du musst irgendwo eine Reorganisation machen, weil dann die Arbeit besser durch die Company fließt, apropos Enterprise Flow, naja, dann wären wir doof, wenn wir es nicht machen würden. Aber wir gehen halt nicht hin und sagen, okay, ach ja, übrigens, wir müssen einmal zuerst das Org-Chart umdrehen, sondern das Org-Chart umdrehen ist eine Erkenntnis, die wir gewonnen haben, weil wir unsere Work-Systems-Topologie analysiert haben, weil wir unsere Ablauforganisation quasi analysiert haben. Und deswegen ist das ein Resultat unserer Analyse, dass wir hier und da eventuell eine Reorganisation machen muss. Und das Geile ist ja, wenn man sich, jetzt sind wir beide schon relativ lang in dem Geschäft, ja, wie häufig triggert es wirklich eine Reorganisation? Das ist ja überschaubar. Ja, weil du ganz viel über effektive Zusammenarbeit auch siloübergreifend hinbekommst. Und ja, hin und wieder muss man halt irgendwo ein paar Kästchen drehen. Aber den großen Wirbel, den muss man nicht immer veranstalten quasi. Jetzt könnte ich ja sagen, das klingt für mich, also da kann ich jetzt mal ein bisschen eine kritische Haltung einnehmen. Das klingt ja so ein bisschen wie, das gibt jetzt quasi eine Medizin mit Flight Levels, aber die Grundproblematik bleibt. Also das heißt, mit Flight Levels arbeiten wir eigentlich nur im System, aber nie wirklich am System. Ich würde es ja genau umgekehrt sagen. Ja, Mit Flight Level warum? arbeitest du am System. Ja, Mhm. weil du eben immer versuchst quasi zu challengen, ob die Arbeitsweise, die du hast, ob die noch passt. Und wenn nicht, dann musst du quasi das System verändern. Ja, indem du eben andere Flight Level 2 Systeme ziehst, indem du Flight Level 3 Systeme einbaust, was auch immer. Ja, indem du vielleicht auch eine Reorganisation machst. Ich würde es ja nicht ganz vom Tisch geben. Aber ich glaube, die Pointe ist immer, du machst es nicht, weil irgendein Poster sagt, so geht's richtig, oder weil irgendein Organisations-Hero sagt, das ist die Organisationsaufstellung, mit der alle Unternehmen glücklich wären, sondern du machst all diese Interventionen deswegen, weil du deine Situation verstehst. Und das bringt dir Flight Levels. Und ich glaube, das bringt dir Flight Levels im Gegensatz zu ganz, ganz vielen anderen Methoden, Frameworks, die da draußen sind. Es ist ein Analysewerkzeug, mit dem du verstehst, was die Hebel sind, damit du effektive Veränderungen, Verbesserungen in deiner Organisation vornehmen kannst. Ja, das ist eine Menge und vor allem eine Wir Menge haben guter Sachen, ja? Ja, wir haben jetzt, glaube ich, so viele Themen angesprochen von Work Systems, Topologie, Flight Level 3 ist zwischendrin einmal gefallen, Flight Level 2 und so weiter. Also ich glaube, man muss schon einigermaßen tief drinnen sein im Thema Flight Levels, dass man da gut anknüpfen kann. Wahrscheinlich ist es sinnvoll, wenn wir in spätere Episoden mal irgendwie reinschauen, okay, was sind jetzt so diese Buzzwords, die wir da so reingeschmissen haben, dass wir da mal so unter die Haube ein bisschen reinschauen. Aber Mhm. nur mal so im Fantasiemodus. Absolut. Ich zoome gerade für mich gedanklich nochmal raus und stelle mir vor, ich hätte noch nie was von dem Thema gehört oder mich treiben diese Themen um. Dann würde ich jetzt schon sagen, also was mir jetzt tatsächlich vor allem aufgefallen ist, das ganze Thema Eigenverantwortung. Erst das Thema Geschwindigkeit. Also das heißt, Flight Levels können mir wirklich dabei helfen zu sagen, ich kann schnell, auch vor allem ohne großes Risiko, ich glaube, das ist noch ein essentieller Punkt. Also eine Aufbauorganisation Yes. zu drehen, zu sagen, das ist ja eine Riesensache und vor allem, was man nicht vergessen darf, es dauert unglaublich lang. Plus, jeder, der das durchlaufen hat, weiß, es kommen massive politische Wellen. Das heißt, ich erschütte erstmal mein Umfeld und dann mache ich mir Gedanken darüber, wie möchte ich eigentlich arbeiten. Und das heißt, wir starten hier eigentlich auf der anderen Seite. Also auch das ist für mich ein Grund, warum es eigentlich Flight Levels gibt, zu sagen, man muss nicht erst den schweren Weg gehen, sondern man kann erst mal rausfinden, was könnte es potenziell sein. Yes. Mhm. Ja. Und ich glaube, eine essentielle Sache der Flight Levels ist auch noch, was sie wirklich gut können, glaube ich, ist komplizierte Dinge einfach machen. Und das habe ich auch in deiner Arbeit immer wieder beobachtet. Ich glaube, die Schönheit daran ist auch nicht, was kann Flight Levels noch alles tun, sondern eine bewusste Entscheidung,
was macht man nicht? Also ich kann mich erinnern, in unserer Zusammenarbeit stellst du immer die Frage, können wir weglassen? Also dein Ziel war nie, mehr hinzuzufügen, sondern eher zu sagen, was kann man weglassen? Und ich glaube auch, das ist was ich wenn ich Flight Levels in meinem Kontext anwende, was ich auch widerspiegelt. Also nicht die Frage ist, was können wir alles Richtung Monster-Transformation und Veränderung und was müssen wir noch alles für Haken setzen, sondern eher die Frage zu stellen, wo steht ihr heute? Wen brauchen wir? Was sind die nächsten Schritte? Lass uns Fähigkeiten aufbauen. Los geht's. Genau, den Sirup raus Mhm. konzentrieren quasi und nicht Mhm. verwässern mit Wasser. Das ist, glaube ich, das, was mir echt so ein Herzensanliegen ist. Also in vielen, was ich tue, ne? Also was ist der Kern des Pudels, wie Goethe sagt. Na cool. Markus, wir haben jetzt viel geplaudert. Yes. Ich glaube, wir machen jetzt einen Deckel drauf für Das würde ich heute. auch sagen. Ich meine, wir haben ja noch ein paar Episoden. Yes, Somit an Themen mangelt es nicht. genau. Naja, dann machen wir quasi den Deckel drauf. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Genau, wenn es Anregungen zur Episode gibt, wenn ihr Fragen habt oder so, kontaktiert uns inside flightlevels at flightlevels.io und ja, ansonsten, wir sehen uns wieder und in diesem Sinne auf Wiedersehen. Bye, bye. Inside Flight Levels has landed. Thank you for listening. Please leave a 5-star rating, share with fellow passengers, and subscribe for the next journey.